Herzlich willkommen, meine Freunde. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir machen einen Käsekuchen, und zwar einen richtig hammerleckeren. Für diesen Käsekuchen machen wir jetzt erstmal den Boden. Und dafür geben wir Mehl, Salz, Butter, Zucker und ein Ei in die Schüssel hinein. Natürlich rühren wir dann das Ganze richtig gut durch und formen daraus aus dem Teig dann eine Kugel. Diese Kugel decken wir dann ab und geben sie dann für circa eine Stunde oder noch länger in den Kühlschrank. Wenn der Teig nicht so richtig möchte, dann nehme ich meistens noch ein paar Spritzer Milch hinzu als Knethilfe. Dann gelingt der Teig ganz bestimmt. Dann hängt er richtig gut zusammen. Im Kühlschrank wird der Teig dann so richtig fest. Das benötigen wir nachher, wenn wir daraus nachher den Boden und den Rand formen. Und ich kann es noch gar nicht fassen. Ich habe tatsächlich eine neue Springenform gekauft und die ist wirklich 28 cm im Durchmesser. Jawohl, und ich kann mal richtig wieder einen großen Kuchen backen. Und damit die Springform nicht verkratzt, nehme ich Backpapier wie immer zu Hilfe. Und für den Rand nehme ich noch ein bisschen Butter zu Hilfe, da hebt dann das Backpapier einfach besser. Gut, einen Schönheitspreis mit dem Backpapier gewinne ich zwar nicht, aber der Zweck heiligt die Mittel. Weiter können wir noch die Wartezeit nutzen, indem wir auch schon mal eine Zitrone auspressen. Wenn der Teig dann wieder aus dem Kühlschrank herauskommt, nehmen wir 2/3 von dem Teig und machen daraus den Boden. Und für den Boden geben wir dann natürlich Mehl auf die Arbeitsfläche. Dann kann man den da einfach besser ausrollen. Mit der Backform nehmen wir dann immer wieder Maß, damit der Boden nicht zu weit ausgerollt wird. Wenn das manche natürlich richtig gut können, können sie einfach den Teigbollen nehmen, in die Backform geben und dann dort mit der Hand festpressen. Aber ich nehme immer das Nudelholz zur Hilfe. Und das Schöne ist diesmal, der Teig bleibt zusammen. Jawohl! So lässt er sich natürlich super in die Form hineinlegen. Dann aus dem restlichen Teig mache ich dann natürlich den Rand. Um es einfacher zu machen, rolle ich den dann auch noch aus mit dem Nudelholz. Mein Käsekuchen hat eine super Konsistenz. Er fällt nicht so arg zusammen wie bei anderen Käsekuchen. Dafür nehme ich aber auch hier 7 Eier. Und die trenne ich jetzt schon mal. Solltet ihr nur L-Eier zur Hand haben, dann nehmt ihr bitte nur 6 L-Eier. Auch sollten die Eidotter immer schön zusammenbleiben, dann kann man die nachher richtig schön portionieren, wenn man sie zum Teig in die Rührschüssel hinzugibt. Aber dummerweise ist mir hier jetzt der letzte Eidotter kaputt gegangen. Wichtig ist jetzt hier dabei, dass ja kein Eigelb im Eiweiß bleibt, sonst wird's nichts mit dem Eischnee nachher. Okay, weiter geht's mit der Rührschüssel. Da geben wir 250 Gramm Butter hinzu, und zwar richtig weiche Butter. Dann lässt die sich besser schlagen. Besser cremig schlagen mit dem Mixer. Sobald sie dann cremig ist, geben wir dann auch den Zucker hinzu und rühren weiter kräftig durch, dass es weiter cremig bleibt. Und wie schon vorher angekündigt, geben wir jetzt portionsweise die Eigelbe hinzu. Nach jedem Eigelb rühren wir das Ganze für ca. 30 Sekunden lang durch. Zwischendurch können wir dann schon mal den Zitronensaft und jetzt ganz wichtig, das Vanillearoma hinzugeben. Eine Flüssigkeit, die sich in Glasfläschchen befindet, und davon brauchen wir 1,5 Fläschchen.
Wenn jetzt das alles schön durchgerührt wurde, dann kommen die weiteren Zutaten hinzu. Das wären zum einen Salz, dann Bourbon Vanille Puddingpulver, 2 Päckchen und 1,25 Kilogramm Magerquark. Ja, und warum so viel? Ja, ganz einfach. 28 cm Backform sage ich nur, und die ist auch noch richtig hoch. Und weil wir immer laktosefreie Magerquark-Päckchen verwenden, sind es natürlich 5 Päckchen, weil die gibt es nur mit 250 Gramm Inhalt. Dann verwende ich hier natürlich meinen durchzugstarken KitchenAid Handmixer und mix das Ganze so richtig lange durch, dass das Ganze richtig homogen ist. Aber wir dürfen natürlich die Eiweiße nicht vergessen. Aus denen machen wir jetzt Eischnee, und damit der noch besser gelingt, geben wir hier noch Puderzucker hinzu. Ihr wisst es bestimmt schon, den Eischnee, den heben wir natürlich vorsichtig unter. Und das machen wir auch nicht maschinell, sondern von Hand. Wenn dann auch hier wieder der Eischnee richtig homogen verteilt wurde in dieser Füllung, dann geben wir die Füllung dann in die Backform hinein, auf den Teig drauf. Und im Gegensatz zu manchen Starkköchen kratze ich alles aus der Schüssel heraus, da wird nichts verschwendet. Dann nochmal kurz durchschütteln das Ganze, damit auch die Blasen sich absetzen, und dann geben wir ihn in den vorgeheizten Ofen. Den Ofen haben wir auf 165 Grad Ober- und Unterhitze eingestellt. Und in diesem Ofen bleibt er dann für 70 Minuten. Aber die letzten 20 Minuten schalten wir den Ofen auf 130 Grad runter. Und danach öffnen wir den Ofen für einen Spalt weit für 30 Minuten. So kühlt der Kuchen richtig lange und gleichmäßig ab. Und dummerweise sind dann trotzdem Krater entstanden, und ich habe keine Ahnung warum. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Aber das tut dem Geschmack keinen Abbruch. Der schmeckt nachher immer noch sagenhaft lecker. Aber ich lasse so einen Kuchen immer über Nacht abkühlen. So kann nichts passieren, dass irgendwas ausläuft, weil er noch zu warm ist. Erst danach schneide ich ihn dann an. Ich muss sagen, der Kuchen sieht wieder hammerlecker aus. Die Konsistenz ist auch der Hammer. Er ist mir richtig gut gelungen. Also ran ans Werk, backt doch diesen Kuchen mal nach und schmeckt diesen hammerleckeren Kuchen. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei sein würdet. Und ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich wieder einschaltet. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.